Das hier ist so dein Hobbykeller. Und da zuckt es auch schon öfter mal drin, hinten auf der rechten Seite. Also hier ist alles self-made. Das hast du komplett selber gebaut, was wir hier Genau, sehen. genau. Wir haben jetzt 9 Quadratmeter Bodenfläche. Viele denken, das ist Sand, aber das ist halt 75 Kilo Harz. Der Besatz hier in dem Becken liegt ca. bei 35.000 Euro. Ja, das ist ja jetzt für alle Aquascaper nicht so das Wahre. Ich glaube, mein Kinderzimmer damals war so die Größe. Was kostet der ganze Scheiß? Geil! Ich liebe dieses Hobby. Drop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer diese Tonnen da drüben sieht, der ahnt schon Bitterböses, denn im Keller dieses Hauses befinden sich Aquarien mit einem Volumen von 15.000 Litern. Und dreimal dürft ihr raten, wer sich das heute ansieht. Der Herr Neier. Los geht's. Du musst ja echt eine Meise haben, um dir so einen Teil in den Keller reinzuballern, weil so normal ist das eigentlich nicht, dass du mal... Wie viele Liter sind das? Ja, hier sind es 8, da sind es 4,5. Ja, insgesamt war es mal 18.000 Liter Salzwasser. Man baut ja immer hin und her. Ne? Ja, man muss ja was zu tun haben. Aber das hier ist so dein Hobbykeller quasi, wo du so ein bisschen ausprobierst, wo du so deine Fischerfahrungen machst. Was haben wir denn hier alles für Tiere drin? Also ich sehe Süßwasserstechrochen, Genau. Nachtsammler, Arowanas und hier buddelt die ganze Zeit irgendwas. Ich weiß aber nicht, was das sein könnte, aber ich sehe immer mal so einen Wusch. Meinst du? Nee. Das ist halt der schwarze Arowana. Der wird so ein bisschen Meter, ne? Soweit ich halt weiß. Ne? Das ist auch so der harmloseste und der friedlichste. Der würde jetzt auch nicht an die Nachzuchten gehen. Das Weibchen hier zum Beispiel, das jetzt hochtragen. Wenn jetzt dann am nächsten Morgen auf einmal dann die Nachzuchten da rumschwimmen, dann würden die jetzt nicht dran gehen. Ne? Das ist halt der Vorteil. Es gibt halt viele asiatische Arowana, die sind viel aggressiver. Also hier ist alles self-made. Das hast du komplett selber gebaut, was wir hier sehen. Genau. Und hat sich alles angefangen mit selber Fische züchten. Ne? Ja. Und da wollte ich ja gar keine Aquarien bauen. Ne? Das war halt ein Zufall. Aber du hast halt keinen gefunden, der dir halt hilft, Becken im Keller irgendwie einzubauen. Dann fängst du natürlich an selber zu machen. Ne? Ja. Du stellst Glas, bohrst, hier machst und dann kam halt der erste Kumpel und sagte, hey, wir bauen mir auch mal ein Becken. Ne? Rudi hat hier den klaren Fokus auf die Rochenhaltung und das Züchten dieser faszinierenden Tiere gesetzt. Wenn man so große Tiere zu Hause hält, ist es natürlich immer schwierig, die Haltungsbedingungen artgerecht einzuhalten. Bevor du dir also so ein Tier zulegst, informier dich bitte ausreichend über die entsprechenden Voraussetzungen, denn man muss einfach eine Menge Platz bieten können, damit es den Tieren so gut geht wie hier bei Rudi. Du hast jetzt gesagt, das Weibchen ist trächtig. Genau. Die sind lebendgebärend wie Haie auch, oder? Lebendgebärend, genau. Nach ca. 4 Monaten kommen die dann fertig wie aus dem 3D-Drucker, kommen die dann raus, ne, und schwimmen dann durchs Becken. Das ist halt immer wieder wunderschön. Jetzt vielleicht näher rangehst von vorne, und dann kannst du hinten sehen, im hinteren Bereich ist schon eine leichte Erhöhung und da zuckt es auch schon öfter mal drin. Hinten auf der rechten Seite ist es halt in letzter Zeit öfter gewesen, dass man dann auch schon Stöße von den Rochen sieht, von den Nachzuchten. Und dann wird es halt hinten immer höher und dann irgendwann, klack, fluppen die dann raus. Wie alt ist das Tier jetzt? Weil das ist ja schon ziemlich groß. Ich meine, das ist Ja, ein das Durchmesser von 75 cm. Nee, man misst halt immer in der Breite, ne? Ah, okay. Vielleicht 50 bis 55 Zentimeter. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich schätze mal irgendwie 6, 7 Jahre alt vielleicht. Ne? Die Rochen können halt bis 25 Jahre alt werden. Also ich habe sie jetzt schon knapp 1,5 Jahre. Hat mir einmal 3 Junge gebracht, einmal 6 und beim letzten Mal 10. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie viele jetzt kommen. Weil jetzt ist er auch vom Albino-Trank gewesen, Albino-Bock. Ja, für mich ist das ja ein neues Feld, sage ich mal. Süßwasser, klar, aber ich bin ja eher im Meerwasser zu Hause. Das ist jetzt schon fischmäßig mit so das Krasseste, was du eigentlich in Deutschland findest, würde ich mal sagen. Oder von der Größe her. Wie sind jetzt die Ausmaße von dem Becken? Erstmal beim Süßwasser, danach können wir mal was zum Meerwasser reden. Also das Becken ist jetzt insgesamt 5,20 Meter lang. Hat ja hier vorne nochmal einen Versatz drin. Da sind es 2,70 tief, hier 2,30 und dann geht es halt hier nochmal 1,70 Meter mal 70 weiter. Das ist halt so in die Wandnische eingepasst. Ne? Die Ja. Wandnische ist nochmal 1,50 mal 4 Meter. Ich glaube, mein Kinderzimmer damals war so die Größe eigentlich. 9 Quadratmeter. Ja. Passt das. Wenn die Tiere ein bisschen Platz haben, dann verhalten sie sich ganz anders, dann geht es denen gut, dann hast du eigentlich keine Probleme mit Krankheiten. Klar, Filtertechnik ist auch wichtig, dann habe ich eigentlich total wenig Arbeit mit dem Aquarium. Ne? So wie ich es gebaut habe, ist es ein Selbstläufer. Man muss natürlich erstmal gucken, was will ich überhaupt für Rochen haben. Es gibt welche, die werden richtig groß, aber grundsätzlich irgendwie 2 Meter mal Meter für ein Pärchen
sollte schon drin sein. Ne? Das sind vielleicht noch ein paar kleine Beifische, aber selbst ein Arowana, der hatte eigentlich auch schon nichts verloren. Ne? Was genau hast du denn für Rochenarten hier? Du hast Albinos, glaube ich, drin, du hast sehr dunkle, du hast so ein bisschen beigere. Was halt viele kennen, das sind halt diese Black Diamond. Ne? Dann das ist zum Beispiel ein Bosmani Hybridweibchen, ist auch schon was Spezielleres. Und Der hellere da, also der so ein bisschen heller der ist. hinterm Stein ist der dunkle dann. Ja. Ne? Genau. Und was du halt hier siehst, das sind Albinos, das sind halt Yellow Vase Perlen, ist halt schon ein bisschen schicker. Ne? Okay. Werden dann schon ein bisschen hochwertiger gehandelt. Hier habe ich jetzt noch eine normale Henlei. Da hinten habe ich, das ist meine erste Nachzucht gewesen da hinten. Ne? Von einem Hysterix-Weibchen. Wolltest du dir mal meine Nachzucht anschauen? Ja, gerne. So, die habe ich jetzt hier oben nochmal versteckt. Ah, die ne? sind über dem Becken, ist quasi nochmal ein Becken. Das sind dann einfach meine Hybride. Das ist halt immer sehr interessant zu schauen, was kommt dann raus. Da sind ein paar richtig schicke Tiere bei, die ich auch nachher behalten will. Und das Schöne ist halt, da der Bock maximal 32 cm war, werden die Nachzuchten dann auch nicht mehr so groß. Ne? Also es ist auch schon dann irgendwo ganz cool, wenn man halt nicht mehr die ganz großen Rochen züchtet, dass die auch dann besser in die Becken passen. Ne? Sind die jetzt die ganze Zeit da drin oder sind die jetzt für den Verkauf da quasi drin? Nee, wie gesagt, also demnächst gehen jetzt noch ein paar große Tiere weg, dann kommen alle von da nach unten und der nächste Wurf von dem Weibchen kommt dann oben rein. Dann war es das erstmal mit Züchten, weil die anderen Tiere sind dann noch relativ klein und dann dauert das nochmal ein paar Jährchen, bis dann wieder losgeht. Du hast einen Grundsatz, ein Prinzip, was ich so bei dir kennengelernt habe, und zwar, wenn du ein Becken baust, machst du so groß wie geht. So groß Immer. wie geht, ne? Würdest du auch immer unterschreiben? Klar, wie gesagt, jedes Aquarium ist eine Pfütze für einen Fisch und es kann nie groß genug sein. Wenn man halt ein riesen Becken hat und nicht zu viele Fische, dann ist es ein Selbstläufer. Ne? Wir haben jetzt 9 Quadratmeter Bodenfläche, haben aber auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rochen. Selbst wenn die alle groß werden, ist das schon wieder viel zu eng. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer den Besatz im Auge behält und das Ganze nicht zu voll packt. Ne? Wie man dann auch bei den Arowanern sieht, die werden groß, die brauchen viel Platz. Und das ist natürlich schon schön anzusehen, wie der halt durchs Becken ziehen kann. Dann kann man auch Spaß und Freude haben und den Tieren geht's gut. Und das ist halt eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ne? Es muss halt passen. Okay, pass auf, jetzt kommt was Neues. Ein neues Format auf diesem Kanal. 3 Fragen, eine Lüge. Du darfst jetzt eine Sache dir wahllos ausdenken, die niemals passiert ist, die aber mit deinem Becken zu tun haben, die mit deinem Fischen zu tun haben, mit dem Hobby im Allgemeinen. Und 2 Dinge müssen spektakulär sein, aber auch die Wahrheit. Und ihr müsst mal mitraten, schreibt das in die Kommentare rein. Wir lösen das natürlich danach auf. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Die erste Sache zum Beispiel ist, das Becken hier, das ist ja relativ groß, sind 8000 Liter. Kann man mal machen, ja. Und kann man mal machen, aber wie gesagt, Glas ist teuer. Ja. Und da hatten wir einfach die Idee, sind dann eine Woche durch Deutschland gefahren und haben dann 5 Becken ausgeschlachtet. Ja. Und haben dann insgesamt von 6 Becken haben wir dann halt das Aquarium zusammengepuzzelt. Ne? 13 Bodenplatten haben wir da. Also von jeder Scheibe aus verschiedenen Becken mal zusammengeschustert. Genau, das ist das Ergebnis dann. Ne? Okay, klingt schon mal sehr wahrheitsgetreu. Story 2. Man sagt ja immer bei den Arovanern, die können ja immer springen. Ne? Ja. Mir ist es tatsächlich auch einmal passiert, ist ein Arovaner rausgesprungen, der größte von mir, und ist dann eine Kammer weiter wieder ins Becken. Ne? Also er ist ein bisschen rumgezappelt, ist dann wieder ins Becken rein. Ich dachte auch, was ist hier los? Ne? Weil das ist schon so ein Vieh gewesen. Ne? Ja. Ist natürlich dann alles noch gut gegangen. Ne? Könnte auch stimmen, ja. Und Story Nummer 3. Der Besatz hier in dem Becken, der liegt ca. bei 35.000 Euro. Wird halt alles ein bisschen kleiner gekauft, aber wenn man die hochwertigen Rochen halt klein kauft, dann wachsen die halt mit jedem Zentimeter und dann bringen die auch richtig Geld. Ne? 35.000. Das könnte auch stimmen. Scheiße. Also ich weiß es nicht. Ich kenne mich auch nicht aus mit Rochen, das ist so mein Ding. Also ich glaube, das mit den Scheiben ist Quatsch. Anscheinend ist Quatsch. Ja. Ah, ich weiß nicht. Ja, das ist der Gizmo, ne? Gizmo, ja. Was fütterst du denn hier? Ein bisschen abwechslungsreicher ist ganz gut, also Muschelfleisch ist ganz gut, Stinte, Rotten fütter ich auch. Viele füttern auch nochmal Glasgarnelen oder Lachs, weiß der Geier was. Sagen wir so ein halbes Kilo am Tag geht da schon rein. Boah. Und dann soll die Tiere ja nicht zu voll füttern, nicht zu fett werden lassen, weil dann kriegen die auch eine Fettleber. Das verkürzt natürlich die Lebensdauer, ist auch nicht so gut. Alle 2, 3 Tage sollte ein großer Rochen schon was kriegen. Wenn das Weibchen jetzt tragend ist, hier wie in dem Fall, kann man das auch mal jeden Tag füttern. Wenn man halt Nachzuchten hat, ist es schon optimal, wenn die 2-mal am Tag was kriegen. Ne? Muss jetzt keine große Menge sein, wie bei einem kleinen Kind. Das erste Jahr oder das erste halbe Jahr ist halt sehr, sehr wichtig.
dass man dann einen guten Wachstumsschub kriegt, dass das Ganze auch nach vorne geht. Wenn die gefressen haben, nach 10 Minuten, Viertelstunde, sauge ich einfach den Dreck unten ins Becken rein. Da ich halt große Nachtsammler habe, die wirklich richtig aufräumen, die fressen den ganzen Dreck auf und fertig. Ne? Also ist halt relativ pflegeleicht. Können wir einmal kurz machen. Dann gehe ich einmal hier hoch, nehme dann einmal nur kurz den Schlauch hier, saug das einmal an. Das ist halt das Schöne. Ne? Wichtig ist, das Ganze muss dicht sein, allein wegen der Feuchtigkeit, dass die Fische auch nicht rausspringen können. Also komplett abgedeckt bei dir? Komplett abgedeckt, ist halt mit Plexiglas hier der Fall. Weil letztendlich landet der ganze Dreck hier vorne, kann ich dir zeigen. Das ist so mit das Herzstück auch von der ganzen Geschichte. Das ist hier zum Beispiel mein Fließfilter. Da kommt richtig was raus. Ne? Oh ja. Das ist dann die Rolle, das läuft dann hier rüber. Und wie gesagt, der ganze organische Abfall, der wird direkt rausgeholt aus dem System. Und das ist eigentlich Gold wert. Also jeder, der eigentlich ein großes Becken hat, wo er große Fische hat, wie Rochen, der ist ein Fließfilter eigentlich unumgänglich, wenn du wirklich wenig Arbeit haben willst. Und was das Ganze dann einfach noch besser macht, ist dann einfach hier hinter der Harzfilter. Also diese ganzen feinen Kügelchen, das ist Entmineralisierungsharz. Das zieht hier alles aus dem Wasser, was wirklich abgegeben wird. Auch von den Fischen auch, ne? Nitrat, Phosphat und alles mögliche, was so im Wasser ist, wird dann hier gebündelt in diesen ganzen feinen Perlen. Wenn das Ganze ein bisschen dunkler wird, dann klemme ich das einfach ab und regeneriere das Ganze. Was passiert dann? Also wenn du dann Natriumlauge reinmachst und Kochsalz, passend abgestimmt auf das Volumen, dann kommt hier ein dunkelbrauner Apfelsaft hoch und es ist Wahnsinn, was da alles gespeichert ist. Das glaubst du gar nicht. Ne? Also du kannst auf sehr viel Wasserwechsel verzichten, du hast ein stabiles System, wo du wirklich immer gute Wasserwerte hast. Diese ganzen feinen Kügelchen, die so ein bisschen aussehen wie Treibsand in der Wüste. Genau. Viele denken, das ist Sand, aber das ist halt 75 Kilo Harz. Das kannst du halt nicht kaufen. Ne? Ja, da bastelt man immer hin und her. Und wie gesagt, die Kombination mit dem Harzfilter und dem Fließfilter ist praktisch dann Selbstläufer. Ich habe jetzt hier einen Yellow Base Perlenbock, der ist jetzt verkauft, der wird jetzt abgeholt demnächst. Wie du siehst, das ist ein wunderschönes Tier und geht dann auch in ein großes Aquarium. Ne? Da hat er auch viel Platz und kann dann da wahrscheinlich auch alt werden, weil wie gesagt, die werden dann bis 25 Jahre alt. Jetzt von der Einrichtung her, das ist ja jetzt für alle Aquascaper nicht so das Wahre, weil du hast einfach nur ein paar Äste reingestellt. Genau, ja, ist schon ein bisschen steril, sage ich mal. Ne? Ja. Ein paar Steine, ein bisschen Sand. Grundsätzlich wollte ich eigentlich keinen Bodengrund haben, ist aber natürlich nicht artgerecht. Jetzt habe ich hier noch eine Trennscheibe reingemacht für das Weibchen, das sie ein bisschen erholen soll. Ach, die erholt sich gerade da drüben. Genau, die erholt sich noch ein bisschen. Siehst du den Kasten da vorne? Ja. Das ist ein Oxidator. Du musst dir vorstellen, das kann man auch im Süßwasserbereich nehmen, zum Beispiel im Gartenteich, wenn der einfriert, da kommt halt Wasserstoffperoxid rein und gibt dann 100% Sauerstoff ans Wasser. Ah, das sprudelt dann so ein bisschen immer genau, so das leicht, rieselt ne? dann immer so leicht hoch Ah. und dann kombiniert mit den anderen beiden Geschichten nochmal 100% Sauerstoff im Wasser. Würde hier das Ganze jetzt 24 Stunden lang komplett ausfallen, würde den Tieren hier gar nichts passieren. Ne? Also du hast quasi ein sauerstoffgebendes Medium damit erzeugt, was elektrisch einfach unabhängig ist. Genau. Wie ist das beleuchtungstechnisch? Ich denke mal sehr unkompliziert. Ja, also es ist jetzt nicht wie im Meerwasser, dass du da so... Genau, da habe ich jetzt 5 LED-Röhren. Ne, die haben dann A24 Watt. Süß. Süßwasser, ne? Und wie gesagt, mit den 5 Röhren, da bist du bei 110, 120 Watt nachher. Und im Gegensatz zum Salzwasser kostet halt das 10-fache. Was kostet der ganze Scheiß? Meine Fresse. Ja, hau mal raus. Was kostet so ein Ding unterhaltstechnisch? Also wie gesagt, wenn ich das jetzt so pauschalisieren sollte, dann würde ich sagen, das Salzwasserbecken bist du im Monat irgendwie bei 120 € in der Größe. Ne? Das ist alles vollkommen im grünen Bereich. Das Süßwasserbecken, ja, lass es vielleicht 50, 60 € sein. Mit Futter? Mit Wasserwechsel, mit Futter, mit allem. Ne? Also wie gesagt, das ist sehr, sehr sparsam läuft das Ganze hier. Ich habe ja noch ein paar andere Aquarien. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt 6 kW Photovoltaik auf dem Dach für Eigenleistung. Also die werden ja mit direkt verbrannt. Habe aber jetzt, sage ich mal, im Monat einen Abschlag von 215 bis 300 € variiert. Weil ich hatte schon noch mehr hier stehen. Da waren es knapp 320 Mal, das war so die Spitze. Jetzt bin ich wieder so bei 250 € im Monat. Ist aber fürs ganze Haus, für den ganzen Strom, für alles drum und dran, wenn ich meinen Photovoltaik schon dagegen rechne. Also es ist alles machbar. Wollen wir füttern? Ja. Ist schon aufgetaucht? Ich kann auch hier ein bisschen Futter. Ja, gern. Schneide ein bisschen was rein für die Salzwasserfische. Ah, Süßwasser und Meerwasserbecken bekommen das gleiche Futter. Nee, wie jetzt auch, ne? Weil ich die Kaiser und so drin habe. Ne?
Also in der Regel fütter ich das Salzwasserbecken, da kaufe ich mir einen Eimer Diskusgranulat und fütter dann das Salzwasserbecken mit Diskusgranulat. Ne? Ach krass. Und dann zwischendurch mal Nori-Algen für Doktorfische, weil die sind ja zu 80% Planktonfresser. Film doch nicht mal ein dreckiges Waschbecken. Ja, ich brauche jetzt mal kurz einen Schluck Kaffee. Also wir haben jetzt hier so ein bisschen Muschelfleisch. Das ist jetzt nicht das Hauptfutter, das gönne ich denen mal ab und zu. Nori-Algen, Granulat, Artemia, Krill, was man so kennt für die normalen Fische. Und da ich aber auch ein paar Kaiser habe, ein paar größere Lippfische, die wollen mal ein bisschen was Saftiges. Ne? Ist wie du jetzt, wenn du mal schön nach McDonald's fährst oder Burger, ne, futterst. Jawohl, dann hau mal rein. Und packen wir das mal hier rein. Ist ja noch ein bisschen was für die Rochen hier. Ja, kannst du mal schon gleich sehen, wie die sich drauf stürzen, ne? So, das ist der nächste Pot. Genau, das Becken ist 1,80 Meter lang, Ja. 1,50 Meter tief und 1,20 Meter hoch. Das Und, sind ja auch über 3000 Liter dann. Ja, 3280 brutto, ist ja mal ein bisschen weniger, ne? Das ist nicht ganz so, vielleicht 3100 hier. Das Ganze ist aber Gott sei Dank verbunden mit nebenan mit nochmal zwei Becken, 2,30 Meter 60 und 2,30 Meter 50. Das ist halt so meine Filter, Abschäumer und das Ganze hat dann 4.500 Liter und das ist wirklich ein Selbstläufer. Ne? Da ist auch keine Technik großartig dran, außer der Abschäumer und ein 60 Liter Kanister, wo KH zugefüllt wird. Also weder sonst welche Spurenelemente oder sonst was. Fischbesatz ist okay. Ich habe halt viele Weichkorallen, im Moment halt eine Anemonenplage ein bisschen. Wenn es hochkommt, mache ich da alle 3 Wochen 300 Liter Wasserwechsel und es funktioniert. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 200 Watt LED-Eigenbau. Da bist du jetzt hier bei 1000 Watt LED, die maximal so mit Sonnenaufgang, Untergang 8 bis 10 Stunden an sind. Ich habe halt nur pflegeleichte Tiere. Ne? Das ist halt, muss man sagen, ich meine, das ist Na, genau. mit Da muss ich nicht auf Weichkorallen Strontium und die ganzen anderen Werte, die muss ich nicht so genau beachten. Ja. Selbst wenn Nitratphosphat ein bisschen höher geht, ist alles im grünen Bereich. Ne? Du hast sehr viel Sand drin auch. Ich habe 400 Kilo Sand drin, Boah. da gehen die Meinungen auseinander. Der eine möchte gar keinen Sand, der eine zu viel. Wenn man im Meer gibt es auch Sand ohne Ende. Das setzt sich natürlich alles da ab, ob es eine Nitratbombe wird oder nicht. Wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist sehr wichtig, ein Salzwasserbecken oder Süßwasserbecken muss abgedeckt werden. Die Fische springen raus, das sieht man immer wieder. Feuchtigkeitsprobleme. Ich habe keine Heizkosten großartig mehr. Ich habe ein geschlossenes System. Was ist dein Lieblingstier hier drin? Mein Lieblingsfisch ist ganz klar der Naso elegans. Wo haben wir den? Da vorne. Kommt vielleicht noch ein bisschen nach vorne. Also es ist ein wirklich sehr, sehr ruhiger Artgenosse, sehr entspannter Schwimmer. Ansonsten, wie gesagt, ein paar Kaiser sind mit drin, ein paar Doktoren. Das Ganze ist relativ luftig aufgebaut. Nach hinten haben wir sehr viel Schwimmraum, unten nochmal. Also die Fische fühlen sich wohl. Ne? Wie wird das beströmt? Ja, das Strömung, also wie gesagt 3200 Liter fast. Das ganze Becken ist beströmt, du siehst überall ist Bewegung. Ich habe hinten in meinem Überlaufschacht 4 Pumpen drin und dann habe ich nochmal im Becken 3. Du musst dir vorstellen, das sind die alten Tunze 60-60 Pumpen. Da habe ich vorne in den Kopf jede zweite Rippe rausgeschnitten, damit es noch ein bisschen mehr Luft zieht. Die 6 Pumpen haben 11 Watt. Und die eine vorne in der Ecke, das ist eine Nummer stärker, das ist die 6080, die hat 19 Watt. Also bin ich praktisch bei 77 Watt Pumpenleistung für 3200 Liter. Der Keller hat noch nie einen Heizstab gesehen. Das Ganze ist alles abgedeckt, LED-Eigenbau und sparsamer, günstiger kann man das nicht machen. Das
geht nicht. Schöne Kaiser hast du hier. Gehen die an die Korallen dran? Gut, du hast jetzt primär weiche und Ja, also ein paar LPS, aber... Nee, also ich habe da jetzt keine Probleme mit. Hätte ich vielleicht ein paar Steinkorallen, wären die wahrscheinlich dann schon in Leidenschaft gezogen worden. Aber Ja. so wie es jetzt ist, funktioniert es ganz gut. Das Einzige, was halt jetzt aus dem Ruder läuft, sind hier halt die Anemonen und die können dann mal in die Hirnkoralle gehen und dann wird es natürlich ärgerlich. Ne? Ja. Aber es ist halt nicht so mal eben mit der Hand reingepackt, das ist halt bei den großen Becken immer ein Problem. Dann musst du halt irgendwie gucken, dass du da anderweitig zurechtkommst. Ne? Ja, es war eine sehr krasse Erfahrung mal wieder, bei dem nächsten völligen hirnabortierten Aquarianer zu Hause zu sein. Dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Das ist ja der Wahnsinn, was wirklich Menschen in Deutschland so im Keller haben, was du von außen niemals Wolltest erreichst. du das nächste Becken schon ankündigen in der Halle? Was willst du denn bauen jetzt? Also nächstes Jahr ist auch eine Halle geplant. Da bauen wir natürlich ein schönes Salzwasserbecken. Das wird dann auch 6 Meter mal 6 Meter. Das ist ein Betonbecken und wird dann 3 Meter Wasserstand haben. Ne? Warte, 6 Meter mal 6 Meter mal 3 Meter. Das sind 108.000 Liter. Ja, 108.000 Liter, müsst ihr vorstellen, das ist jetzt die Außenwand. Ne? Ja? Wir haben ja wahrscheinlich eine Wandstärke von 30, Ach so. 40 Beton. Okay, okay. Und das wird dann alles ein bisschen weniger, also irgendwie 100.000 Liter wird das schon haben. Das, ne? das kannst du als Filterbecken nehmen. Na, nicht mal. Ne? Aber ich muss gucken, ob ich da noch mit Filterbecken arbeite, weil dann kommt das natürlich noch dabei. Ja. Wenn man das hinkriegt, dass man halt wirklich viel Licht drauf macht mit viel Weichkorallen, dann kann das ein Kasten sein ohne Technik. Dann kann das funktionieren. Also Leute, ihr habt es gehört, nächstes Jahr. Wir fahren vielleicht noch mal kurz hin auf die Wiese, wo nächstes Jahr die Halle gebaut wird. Dann 3,5 Meter, 4 Meter tiefer. Da schwimme ich dann in 2 Jahren in den Becken rum. Ne? Ich werd das filmen. Mit Tobi. natürlich, Ich werde ne? das filmen. Oh, geil! Ich liebe dieses Hobby. Okay, jetzt eine Sache haben wir noch. Die Geschichte vorhin mit 3 Fragen, eine Lüge. Du musst uns jetzt sagen, was davon wirklich die Lüge ist. Weil wir hatten einmal den Arowana, der von Becken zu Becken gesprungen ist. Wir hatten 35.000 Euro Besatz. Und wir hatten, dass das Becken aus 5 verschiedenen Aquarien zusammengewürfelt wurde. Was ist Quatsch? Quatsch ist das mit dem Arowana gewesen. Echt? Das hätte ich dir direkt geglaubt, weil die können ja springen. Ja, wenn, dann springen die meistens raus. Oder du siehst es nicht. Meistens passiert es nachts. Ne? Ist schon passiert bei Und, dir? nee, bei mir Gott sei Dank nicht. Also du hörst es immer wieder, wenn du abends sitzt, dass da irgendwie einer an eine Plastikabdeckung haut. Weil die haben natürlich Power, ne? Das sind Kraftpakete. Also das Becken ist aus 5 Aquarien zusammengewürfelt. Genau. Fast, Ja, Die Strömungspumpe. wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank, Rudi. Ich danke dir. Ich werde das Projekt 100.000 Liter plus begleiten, das jeden kannst Fall. du mir glauben. Habt euch wohl, habt ein schönes Wochenende, weil wir haben jetzt Donnerstag, Videos kommen immer donnerstags raus und dementsprechend sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, da kommt dein Becken hin.